ist Clemens Christian Pötsch und ich bin Komponist und Pianist aus Leipzig. Wenn drei Menschen ein Buch lesen und sich danach über dieses Buch austauschen, dann könnte es sein, dass drei verschiedene Meinungen nebeneinander stehen. Jeder wird sich vielleicht die Hauptdarsteller anders vorstellen, die Situation anders ausmalen, mehr oder andere Details entdecken. Ich habe schon lange den Wunsch gehabt und auch das Bedürfnis, mal auf der Seite des Pianisten und Interpreten zu stehen. Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt, wenn man sich einer Musik mal so komplett hingibt. Mich haben die Mythen und Geschichten um die großen Pianisten wie Benedetti, Michelangeli, Glenn Gould, Martha Argerich oder auch Bill Evans schon von Anfang an begeistert. Wie diese Künstler durch ihre Persönlichkeit und durch die Art und Weise, wie sie spielen, Komposition zum Leben erwecken und Facetten herauskehren, das beeindruckt mich jedes Mal wieder neu. Wenn ich Musik höre, dann möchte ich in der Tiefe der Musik so viel wie möglich entdecken können. Als Sven und ich angefangen haben, an diesem Album zu arbeiten, da hat er mir nach und nach die Klaviernoten geschickt und die Partituren. Und wir haben die Abmachung getroffen, dass wir, ähnlich wie die drei Menschen, die das Buch lesen und sich erst danach darüber unterhalten, dass er mir gar nicht sagt, was er sich dabei gedacht hat. Sondern wir haben uns parallel voneinander Notizen gemacht, wie wir diese Stücke interpretieren würden. Ich für meinen Teil natürlich so, wie ich die Stücke sehe, was ich drin erkennen kann, wie ich die Details ausmalen würde. Und einige dieser Gedanken haben wir dann in einer gemeinsamen Probe in Weimar zusammengebracht. Aber das hat wunderbar gepasst. Und du hast ja auch einen sensationellen Anschlag. Ich glaube, den hat man eigentlich nur, wenn man mal eine klassische Ausbildung durchgemacht hat. Sonst, also die Akkorde, das Licht, sag ich mal, zwischen den Tönen, das ist ja ganz schwer zu erzeugen, weil die Taste ja auslöst nur den Hammer und dann hat man sie gar nicht mehr im Griff. Genau. Das kann man eigentlich ja nur durch die Intensität der einzelnen Tasten und wie man das miteinander balanciert, oder? Und die Anschlagsintensität. Komponisten falten das Leben zu kleinen Papierschächtelchen, die dann kommentarlos durch ein kleines Loch in der Wand in eine andere Welt gegeben werden und sich dort wieder entfalten und ihr eigentliches Gesicht bekommen. Dabei entstehen Paarungen, die man fast nicht mehr voneinander trennen kann, wie Glenn Gould und Bach oder Rubinstein und Chopin oder Michelangeli und Debussy. Und diese Umwandlung ist ein großer und auch unbeherrschbarer Prozess, weil nur hier entsteht ja das Stück vom Notentext. Solche Verschmelzungen gibt es nicht nur in der klassischen Musik, man kann sich auch Rod Tempertons Thriller nicht mehr anders vorstellen als von Michael Jackson gesungen oder Bart Howards Fly Me to the Moon gehört für immer zu Frank Sinatra oder Carole Kings Natural Woman wird in Aretha Franklins Interpretation erst wirklich geboren. Und an dieser Stelle sind auch die großen Mythen der vergrübelten Dirigenten oder scheuen Konzertpianisten entstanden, die mich als Kind schon fasziniert haben. Hier bei der Entstehung dieses Albums war es nicht anders. Es liegt eine ganz besondere Magie darin, Clemens Christian Pötsch in diesem Fall dabei zu beobachten, wie er seine Welt aus meinem kleinen Papierschächtelchen entfaltet. Und da wir beide sonst eigentlich Interpreten unserer eigenen Musik sind, aber auch eine Faszination haben für das Wechselspiel Komponist-Interpret, haben wir uns hier mal auf dieses stille Postspiel vollkommen eingelassen und ein kleines Tagebuch geführt. Und es sind wirklich überraschende Abweichungen von Gedachtem und Entstandenem darin zu lesen. Aber in diesen Abweichungen liegt die Schönheit so einer Arbeit. Glenn Goulds Interpretation der Goldberg-Variationen am Anfang und am Ende seiner Karriere weichen so erheblich voneinander ab, dass beim Hörer auch vollkommen andere Seiten angeschlagen werden, als ob der Film, den man sieht beim Hören, von einem anderen Regisseur gedreht wäre und es bleibt am Ende fast wehmütig, unerheblich, wo der Komponist in diesem Moment stand. Clemens macht hier etwas aus den Stücken, das nicht unbedingt meinen Gedanken entspricht, aber es fügt etwas hinzu, das die Stücke erst vollständig macht, sie abschließt. Ein bisschen geraffter zu spielen, das sind für mich schon so zwei
komplett verschiedene Stücke. Na, und wie wirst du es machen? So wie die erste Version. Ja, zart. Ja. Ich finde das Stück toll, weil ich kenne jetzt die Geschichte dahinter nicht wirklich, aber das hat für mich so was Universelles, weil es wirklich so von Null anfängt und praktisch bis zum 100er Ausschlag geht und wieder runtergeht. Na, das kann man ja irgendwie aufs Negative beziehen, wie aufs Positive. Aber ich finde das auch, ich habe jetzt angefangen, das auch mal live zu spielen, dass das, es hat was Universelles. Es ist für mich leicht zu fühlen, weil es halt praktisch diesen Weg geht und man auch diesen Weg immer wieder anders gestalten kann. Dann erzähle ich dir lieber die eigentliche Geschichte dahinter nicht. Also der Bogen, das ist schon eine Idee, aber die ist anders entstanden. Ich hatte einen Artikel gelesen über einen Mann im Koma, der über viele Jahre im Koma lag, bis die Familie und die Ärzte beschlossen haben, die Maschinen abzuschalten. Und das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ob sie das jetzt vor ihm oder mit ihm, also in seinem Zimmer diskutiert haben. Auf jeden Fall haben sie dann eine Träne gesehen in seinem Auge. Und in dem Artikel ging es darum, dass man das einfach überhaupt nicht weiß, was in so einem Leben, was Leben eigentlich ist, wo das anfängt und wo das aufhört. Am Ende, ich hab mir dann so eine Schauergeschichte vorgestellt, dass er vielleicht wirklich ein Leben hat, aber durch die verbannt in die komplette Reg- und Kommunikationslosigkeit. Ja. Und er in dieser Welt aber trotzdem lebt und am Ende sogar ein Glück hat oder irgendwie was, aber das nicht durchbrechen kann. Und in dem Moment, wo aber plötzlich diese Welt außen sich gegen ihn kehrt und er sich aber nicht wehren kann, werden die Emotionen immer stärker, aber sie sind eingesperrt und draußen, egal wie laut er ruft, mit seinen Mitteln, seinen Emotionen, kann man ihn draußen nicht hören. Deswegen türmt sich das am Ende so auf. Und alles, was man von außen sieht, ist dann eine Träne. Deswegen heißt es Tier. Aber natürlich ist es schön, wenn man diese Geschichte nicht erzählt und dann ist es ein Weg, der von A nach B führt und so ist ja die meiste Musik. Für mich ist es jetzt auch besser jetzt, als die Geschichte zu hören als vorher. Ja. Also für mich ist das jetzt wie so ein kleines Add-on und ich habe meine, Unbefangenheit dem Stück gegenüber trotzdem noch, weil ich schon meine eigene Ich überlege mir mal, ob ich dir alles erzähle. Also mich hat der Mythos vom Konzertpianisten, der hat mich immer wahnsinnig begeistert. Also alles, was ich darüber lesen konnte, auch absurde Kinkerlitzchen wie Liszt, der irgendwie dann am Ende so viele Frauen hatte, die alle von ihm locken wollten und sich dann einen Hund anschaffen musste, der die gleiche Haarfarbe hatte wie er, die Locken immer zu schicken. Bis aber auch oder Michelangeli, der mehr Konzerte abgesagt hat, als er gespielt hat. Ja. In Luzern haben sie ihn 3-mal nacheinander zum Festival eingeladen. Also es würde niemand mehr solche Eskapaden mitmachen. Beim ersten Mal ist er gar nicht angereist. Okay. Beim zweiten Mal ist er aus der Garderobe kurz vorm Auftritt verschwunden. Ja. Und beim dritten Mal haben sie ihn nochmal eingeladen. Da hat er dann gespielt und es saßen immer die gleichen Leute da. Die wollten ihn halt unbedingt sehen. Bei mir hing ganz lange ein großes Bild von Michelangeli. Ja, ich liebe den.
Und den Mafiosi-Blick im Rücken gehabt, den grandiosen. Mit Rollkragenpullover? Nein, mit Rollkragenpullover. Alles. Ich finde es auch übrigens total schön, jetzt in der Gegend hier seit so vielen Jahren schon zu sein, wo das alles stattgefunden hat. Ja. Als wir vorhin durch Weimar gegangen sind, das kommt mir immer wieder in den Sinn, wie klein dieses Gebiet ist, auf was eigentlich die Hauptsäule unserer klassischen Literatur bildet. Ja. Eigentlich ging das ja nur so Halle, Weimar, Halle mit Händel, Weimar, Dresden, Leipzig. Ja. So. Und dann natürlich mit so Tentakeln Richtung Prag, Wien dann später auch. Aber eigentlich wäre hier alles miteinander, was ich vorhin sagte, dass Liszt Kapellmeister war an dem kleinen Theater hier und dann später Strauss. Ja. Und vorher aber Goethe und Schiller hier schon in diesem ganz kleinen Umkreis, ja keine Metropole. Und Dresden das Gleiche und Halle, was da auch an Organisten, was die Orgelbaukunst und was das für ein Stoff ist. Deswegen würde ich glaube, ich würde hier niemals weggehen. Und wo bist du eigentlich her? Ich bin in Leipzig jetzt. Aber wo bist du geboren? Ich bin in Dresden geboren. Dann bist du ja ein klassisches Urgestein, ein Blatt am Baum der Klassik. Ja, aber damals konnte ich das noch gar nicht so richtig schätzen. Das war irgendwie die Zeit, wo ich mich dann viel mit Jazz beschäftigt hatte. Da war das eher so ein bisschen Randnotiz für mich. Und jetzt, wo ich nach Leipzig gezogen bin vor 7 Jahren, da spüre ich einfach diese Wucht noch viel mehr und einfach auch diese inspirierende Kraft. Also ich gehe zum Beispiel, wenn ich in Leipzig komponiere, eigentlich komponiere ich dort nur. Ich spiele dort jetzt keine großartigen Konzerte, sondern tour dann rum. Wenn ich dort komponiere und mir fällt nichts ein, dann gehe ich regelmäßig durch die Stadt und stehe eigentlich auch wirklich regelmäßig vor der Thomaskirche. Ja, das ich habe bestimmt schon 80 Mal vor der Thomaskirche. Thomaskirche. So ein kleines Café. Aber ich bin noch nie reingegangen. Du bist noch nie reingegangen? Ich bin noch nie reingegangen. Ich bin ja schon 2000 Mal reingegangen, weil ich immer denke, die Klinke hat er runtergedrückt. Er muss ja hier, es gibt nur diesen Eingang. Ja. Hier muss er also durchgegangen sein. Ja, für mich ist das wie so ein Lichttempel. Ich habe mir mein Bild im Kopf zurechtgestellt und immer wenn ich dann davor stehe und mir wird dann klar, dass er dort jeden Sonntag in der Kirche seine neuen Kompositionen gespielt hat, dann gehe ich nach Hause und mir fällt eigentlich immer wieder was ein. Aber in seiner Zeit war er trotzdem nicht so sehr geschätzt, glaube ich. Ja.